Ihr wollt in Call of Duty Warzone bzw. Wiederauferstehung besser werden und eure KD verbessern? Yeah, boy. Ich zeige euch, wie ihr das mit möglichst geringem Zeitaufwand realisieren könnt, denn was ihr unter anderem wirklich braucht, hat genau 3 Buchstaben und seht ihr jetzt im Moment. Okay. Und was das genau ist, erfahrt ihr im Video. Viel Spaß! Ich selbst weiß, wie schwer jeder Anfang in einem Shooter sein kann. Ich habe Ende letzten Jahres mit dem Release von Warzone 3 oder Modern Warfare 3 angefangen, Call of Duty zu spielen und hatte eine KD um die 1, ich glaube 0,9. Jetzt liegt sie, glaube ich, bei 2,2. Ich würde behaupten, wenn ich jetzt bei 0 anfange, würde sie sich so knapp über 3, vielleicht 3,5 einpendeln. Oh mein Gott! Wow! Aber da steckt eine Menge Arbeit hinter, denn ich schnipp's auch nicht einfach mit dem Finger und bin dann entsprechend gut, sondern ich habe mir eine Herangehensweise über die letzten 20 Jahre in den verschiedenen Shooter-Games angeeignet, die ich jetzt immer anwende, damit ich schnell und effizient besser werde. Und das sind folgende 6 Schritte, die ich euch heute näher bringen will. Und ich würde sagen, wir legen los mit Schritt 1. Okay, let's go. Der erste Tipp war und ist es bis heute, sich einzugestehen, dass man ein Noob ist. Please, no! No! Stop it. Get some help. Das hört sich zwar erstmal einfach an, ist aber gar nicht so einfach zu realisieren, denn wir alle kennen das. Wir spielen ein Spiel mit Freunden, wir werden ständig über den Haufen geschossen. Das endet oft sogar darin, dass man frustriert den PC runterfährt. Und man sucht die Fehler dann bei den anderen. Man sagt, das sind Cheater, die sind viel schneller, ich bin zu alt oder was auch immer. Aber wenn man mal ehrlich zu sich selbst ist, dann trifft das vielleicht bei 3% der Situationen zu, aber bei den restlichen 97% liegt der Fehler ja dann doch bei einem selbst. Ich kann euch also nur den Tipp geben, gesteht euch die Fehler ein und nimmt es an, dass ihr vielleicht noch nicht so gut seid, und dann werdet ihr schnell selbst merken, dass man sich zum einen viel weniger aufregt in den Situationen und sofort nach den eigenen Fehlern sucht, was einen dann auch wieder besser macht, und somit kommen wir auch schon zu Schritt 2. Im zweiten Schritt geht es vor allem für Einsteiger darum, erst einmal zu verstehen, worum es in dem Spiel überhaupt geht, und hier erwähne ich immer gerne das Wort Game Sense, denn Game Sense ist ja die Fähigkeit eines Spielers, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und hier möchte ich einmal zwischen den Langzeit- und den Kurzzeitentscheidungen differenzieren. Langzeitentscheidungen sind besonders für Einsteiger erstmal wichtig, denn die Kurzzeitentscheidungen erfordern so ein bisschen Training. Langzeitentscheidungen kann man aber ab Tag 1 schon sehr gut dran arbeiten. Und hier möchte ich mal das Beispiel des folgenden Endgames nehmen. Hier sehen wir, dass im Prinzip nur noch 2 Leute leben und ich mich im Kreis in einer sogenannten Power-Position befinde. Das war aber nur möglich, weil ich zuvor Langzeitentscheidungen getroffen habe, und zwar die richtigen. Und zwar, dass ich frühzeitig rotiert bin, mittig in eine Zone und am besten mit Deckung. Und hier ist es tatsächlich nicht nur eine sehr gute Deckung, sondern die Power-Position, denn die 2 übrigen Gegner befinden sich gegenüber im Haus, außerhalb der Zone, und ich bin hier auf einem Dach mit der perfekten Deckung in diesem Moment. Und hieraus kann ich dann auch den Sieg holen, höchstwahrscheinlich, und auch noch viele Kills machen. Man hat sozusagen 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Nice. Um jetzt die korrekten Kurzzeitentscheidungen treffen zu können, gibt es auch wieder verschiedene Punkte, die ich kurz ansprechen möchte. Unter anderem ist es Informationen. Da nehme ich immer das HUD gern als Beispiel. Wir haben die Minimap, dass man weiß, wo waren die roten Punkte, sind sie über mir, unter mir oder auch in welchem Haus, dass man das in der Situation auffasst und speichert, dass man gewisse Timings kennenlernt, also jetzt ganz einfach gesagt, wie lange brauche ich jetzt von A nach B, also das heißt, wenn ich jetzt gerade unter Beschuss bin, nicht mehr viel Leben habe, dass man dann abschätzen kann, laufe ich jetzt noch weg, schaffe ich das oder nicht. Dann ist es natürlich auch in dem Zusammenhang extrem wichtig, gewisse Map-Kenntnisse zu haben, um auch dann die Laufwege in stressigen Situationen zu kennen. Und zum guten Schluss gehört auch dazu, dass man antizipieren kann, also so ein bisschen
vorhersehen kann, was womöglich passiert aus den ganz anderen Informationen, die man hat und Timings, die man kennt. Aber das ist so etwas, was schwierig ist, konkret zu trainieren. Das kommt dann von alleine mit der Erfahrung. Dann geht es natürlich nicht nur um Game Sense, sondern es geht auch um das Movement. Und das ist sehr entscheidend in Call of Duty. Es ist ja so, dass die Faktoren in den verschiedenen Spielen ein bisschen unterschiedlich gewichtet sind. Während es in CS beispielsweise viel mehr um das Aim geht, geht es in Call of Duty auf jeden Fall viel mehr um das Movement. Und da haben wir ja hier das Slide Canceling zum Beispiel oder das Dolphin Diven oder die Zipline oder das Sneak Peeken. Übrigens, wenn ihr noch Einsteiger seid und Probleme mit dem Sneak Peeken habt, ich verlinke euch hier mal ein Short, in dem ich euch einen kleinen, aber super Trick zeige, damit das ganz easy klappt. Und ja, auch das Thema Aim ist ein Punkt von Schritt 2 und es ist auch sehr wichtig. Aber hier geht es nicht nur wie allgemein bekannt um die Präzision, also der Fähigkeit, schnell und präzise auf dem gegnerischen Körper oder Kopf zu sein, sondern vielmehr geht es hier um das sogenannte Crosshair Placement und das ist was ich euch hier auch nochmal ans Herz legen möchte. Versucht mal darauf zu achten, wo euer Crosshair ist, also wenn ihr um Ecken slidet oder Räume cleart, dass man schon bewusst immer weiß, wo man hinschaut, weil wenn man die Ecken schon richtig abscannt und das richtige Crosshair-Placement hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch viel höher, dass man schnell und präzise auf dem Gegner ist und somit auch ein gutes Aim hat. Und der nächste Schritt, liebe Warzone-Freunde, ist der allerwichtigste überhaupt. Und zwar ist es, mich zu abonnieren. Spaß. Aber ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mich abonniert, mir ein Like da gibt und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt. Und ich habe ja schon ein paar Videos gemacht. Mein Ziel ist es einfach, euch zu einem besseren Spieler zu machen. Und ja, es freut mich, wenn ihr mich unterstützt. Vielen Dank. Jetzt sagt ihr euch bestimmt, ja, Aimfuchs, das ist ja alles schön und gut, aber wie soll ich denn das jetzt konkret umsetzen? Und hier kommen wir zu Schritt 3. Und Schritt 3 ist das, was ich eingangs schon erwähnt habe, was ihr gerade im Prinzip die ganze Zeit schon seht und genau 3 Buchstaben hat, wenn man so will. Es geht um ein Aufnahmeprogramm. Ich benutze 3 Buchstaben OBS. Also gerade im Moment nehme ich ja auch damit auf. Und ich habe so auch angefangen vor einiger Zeit, einfach mein Gameplay aufzunehmen. Nur so könnt ihr wirklich gezielt und sehr effizient, und das ist das Wichtige, weil ihr spart damit sehr viel Zeit, eure Schwächen identifizieren. Geht also hin und nehmt einfach mal das Gameplay auf und findet ein bisschen Zeit nach dem Game, vielleicht 10, 20 Minuten, und skippt mal so ein bisschen durch die Situationen, in denen ihr verloren habt und fragt euch selbst die Frage, warum habe ich in dem Moment verloren? Und dann kommt das nächste. Schreibt euch auf, was eure Schwächen sind. Das klingt doof, aber das hilft enorm, dass man sich wirklich einmal in der Word-Datei oder auf einem Zettel aufschreibt, was die Schwächen sind und woran man arbeiten muss. Wenn ihr also verstanden habt, worum es in Warzone wirklich geht und ihr im besten Fall eure Schwächen eindeutig identifiziert habt und sie aufgeschrieben habt, dann geht es jetzt natürlich darum, diese konkret zu verbessern. Und ich möchte hier nochmal, wie auch schon im letzten Video erwähnt, sagen, ich verlinke das Video mal, wie man mehr Kills schafft. Dort habe ich gesagt, dass es vor allem sehr wichtig ist, dass man sich realistische, individuelle Ziele setzt, denn sind ja bei jedem anders. Denn nur so habt ihr auch die Erfolgserlebnisse und bleibt jetzt endlich auch bei Laune. Mal ein Beispiel, ihr habt angenommen, zu schlechtes Aim für euer Empfinden, dann könnt ihr also Aimlabs euch runterladen. Das ist ein Programm oder Spiel, was man nutzen kann. Ihr könnt in dem Zusammenhang dann auch, bevor ihr in eure abendliche Session geht, ein privates Match eröffnen mit Bots, um auch da euer Aim, aber auch beispielsweise euer Movement oder sogar die Awareness zu trainieren, also dass man währenddessen einfach mal darauf achtet, regelmäßig auf die Minimap zu schauen und zu schauen, wie viel Smokes oder Stims oder was auch immer man noch hat. Einfach bewusst das Ganze angehen. Und man kann natürlich auch, wenn man Movement-Probleme hat, wie beispielsweise eben ja schon mal verlinkt, Sneak Peeken habe ich einen Short zu gemacht, dass man einfach auch die Tastaturbelegung vielleicht oder Controller-Belegung ändert, damit gewisse Moves, ich sag mal, einfacher von der Hand gehen. An der Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr gerne sonst noch sehen würdet. Würde mich wirklich mal interessieren. Und ich möchte mich an der Stelle auch nochmal wirklich
herzlich bedanken, denn ich habe wirklich tollen Support auf den letzten Videos von euch bekommen, wo ich mich wirklich riesig darüber freue, denn das zeigt, dass es euch gefällt und euch auch weiterhilft. Das haben viele von euch mir geschrieben. Vielen, vielen Dank. Ich verlinke jetzt hier nochmal 2 Videos, in denen ich zum einen erkläre, wie man mehr Kills schafft, und zum anderen habe ich Equa analysiert. Das ist ja einer der besten deutschen Maus- und Keyboard-Spieler aus meiner Sicht und ich erkläre auch ein bisschen warum. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage Ciao mit V.